Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU13, aber das tut gar nicht großartig weiter zur Sache. Das ist momentan gerade der neueste Server, der draußen ist. Und ja, oft wurde ich in der Vergangenheit auch gefragt gehabt, ey, sag mal, was ist für dich eigentlich ausschlaggebend, beziehungsweise was muss passieren, dass du wieder einen Server Tryhard spielst, weil es sind jetzt schon Gilden für EU15 geplant, es sind teilweise schon Gilden für EU20 sogar schon geplant, wo ich auch schon mitunter eingeladen worden bin, und da hatte ich bisher immer noch abgelehnt gehabt, weil ich mich dafür noch nicht so im großen Rahmen bereit gesehen habe dafür, einfach aus verschiedensten Gründen. Ich hatte es ja schon in der Vergangenheit öfter mal gesagt, dass mehrere Faktoren da auf jeden Fall eine Rolle spielen für mich. Ich sehe jetzt auch gerade, ich wurde auch wieder aus der Gilde rausgeworfen. Ich hatte auch schon gesagt gehabt an Brazers, dass wenn sie da Platz für mich haben, dass sie mich sehr gerne ja, rauskicken können aus der Gilde, weil ich jetzt nun nicht mehr weitergemacht hatte mit meiner Ritterhalle, und demzufolge war ich da dann nachher auch nur noch ein Klotz am Bein. Ist jetzt das erste Mal, dass ich hier jetzt die Gildensuchfunktion mit dem neuen Feature tatsächlich nutze. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir in eine Gilde reingehen, die auch Deutsch spricht, hauptsächlich, würde ich mal sagen. Ja, Malochen haben wir hier, Deutsch, dann haben wir die Brüder, hier sind auf jeden Fall Deutsch. Mal gucken, wir können ja mal schauen, wir haben hier 61, ach, wir haben ja auch das Gildenlevel und sowas alles, hier sehe ich gerade. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Was haben wir denn hier noch? Aha, aha. Okay, ja. Ich glaube, ich würd gar nicht so weit suchen. Wir gehen einfach mal gehen wir mal einfach hier rein. Würde ich mal einfach sagen. So, haben wir jetzt mal gemacht. Ja, also ja, wird jetzt wahrscheinlich wieder eine Gilde werden, wo ich, denke ich mal, jetzt bis zum Ende des Servers hier spielen werde. Auf jeden Fall, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Und zwar, was ist nötig, dass bei mir so ein neuer Server ja, bespielt wird? Zuallererst mal muss man dazu sagen, ich habe ja momentan 3 Hauptaccounts, die ich aktiv bespiele. Das ist mein Main, der Magier, der Battle Mage, mein zweiter Account, und mein Krieger. Das sind Accounts, die spiele ich Tryhard Forever. So, also da kommt nichts, da geht nichts drüber. Das ist das, wo ich meinen Fokus drauf lege. Und dann spiele ich immer noch einen 4. temporären Account, und das ist immer der neueste Server. Ja? Und der gerade rausgekommen ist, und da halt eben nur die ersten paar Tage, Wochen, bis der Server für mich dann halt eben, naja, uninteressant geworden ist, beziehungsweise man nicht mehr so schnell im Level vorankommt, beziehungsweise dann der nächste Server schon auf einen wartet, um wieder auf dem spielen zu können. So, ne? Das ist immer so das, womit ich jetzt in letzter Zeit ja, gut gefahren bin, was mir persönlich am meisten Spaß macht. Ja? 3 Hauptaccounts, ein temporärer Account. So. Und was müsste passieren, dass ein 4. dauerhafter Account ja, erschaffen wird und ein 5. temporärer dann immer dazu kommen muss? Da muss sehr viel passieren, weil 5 Accounts zu bespielen, also ich spiele ja wirklich dann 4 Accounts dauerhaft plus halt eben den 5. immer je nach Serverstart halt eben dann, ne? Und zuallererst, das Wichtigste für mich persönlich ist erstmal also es sind halt viele Faktoren. Wir fangen mal an mit der Klasse. Also es muss auf jeden Fall eine Klasse sein, die mich catcht. Ja? Alle Klassen, die jetzt momentan gerade draußen sind, sind jetzt, ich würde davon keine Klasse gerne spielen wollen, dauerhaft, weil mich das einfach nicht reizt. Also ich hatte jetzt jede Klasse öfter zu Serverstart schon ausprobiert gehabt, ob das was für mich ist, ob mir die Klasse an sich gefällt, etc. pp. Und ich würde keine von den aktuellen Klassen dauerhaft auf einem neuen Server spielen wollen. Das würde für mich ja, wäre für mich kein Spielspaß, den ich gerne hätte. Das heißt, der erste Faktor ist auf jeden Fall erstmal eine neue Klasse, ja, die mir persönlich so sehr zusagt, dass man sagt, okay, Alter, die habe ich jetzt richtig Bock hochzuballern, ins Late Game zu bringen, richtig auf Dauer Tryhard zu spielen. Das ist erstmal so Faktor Nummer 1, ja.
Der zweite Faktor, der dann dazu kommt, ist der Server. Es muss auf jeden Fall irgendein besonderer Server sein. Es ist jetzt nicht irgendwie so EU 17, 18 oder ja. Also ich persönlich habe mich eigentlich schon so auf Server EU 50 so ein bisschen versteift, weil den letzten aktiven Server, den ich gestartet hatte, das war W50 gewesen. Und EU 50 wäre halt so nochmal so ein krasser Endserver, wo ich das allerletzte Mal wirklich einen Account tryhard spielen würde. So, das wäre EU50, habe ich mir so in den Kopf gesetzt, weil das ist halt wirklich so was extrem Besonderes. Das ist nicht nur ein Jubiläumsserver, sondern ist halt eben auch schon, ja, naja, die Hälfte von 100, EU50 ist halt krass so auf jeden Fall. Ne? Das wäre so dann der Faktor Nummer 2, also der Server. Ja, ist aber nicht ganz so ausschlaggebend. Wichtiger ist auf jeden Fall die Klasse. Wenn es jetzt EU30 wird, wo jetzt, keine Ahnung, so eine heftig geile Klasse kommt und ich da so von angetan bin, dann würde ich wahrscheinlich auch auf EU30 starten. Also da will ich mich nicht ganz so festlegen. Ja? Dann der dritte Faktor sind und das finde ich tatsächlich sogar eigentlich fast noch wichtiger als den zweiten Faktor mit dem Server, sind die Leute, mit denen man zusammenspielt. Also wenn viele von meinen Creator-Kumpels oder generell bekannte Leute, die man schon aus der Szene kennt, auf einen Server spielen, beziehungsweise halt dann auch zusammen in einer Gilde mit mir spielen, wo man halt eben, ja, was weiß ich, zusammen den Serverstart verbringen kann, in Discord-Server zusammen quatschen kann, sich gegenseitig motivieren, pushen kann, sowas dann halt, ne? Wo die Chemie einfach stimmt und wo ich sage, Alter, ich habe hier eine geile Zeit mit meinen Homies und kann hier richtig schön entspannt den Serverstart spielen und es ist immer jemand da, mit dem man quatschen könnte oder was weiß ich so, ne? Das wäre so auf jeden Fall der Faktor, der für mich dann als, ja, drittes jetzt in Frage kommen würde, also ne, die Gilde, die Leute, das muss halt irgendwie passen, so, ne? Also müssen auf jeden Fall Leute da sein, mit denen man sich gut versteht. Das ist so eigentlich das zweitwichtigste, sag ich mal, wo es für mich dann drauf ankommt. Und ja, der vierte Faktor ist halt einfach die Zeit, ne? Also momentan ist es für mich ja auch wirklich fast gar nicht machbar, großartig noch einen weiteren Account auf Dauer anzufangen. Ja, weil der Tag hat auch halt einfach auch nur 24 Stunden so, ne? Und ich denke mal, jeder von euch, der halt eben vollzeitmäßig arbeiten geht, der weiß, wovon ich rede, dass man so schon echt extrem wenig Zeit hat vom Tag, ne? Wenn man dann halt eben noch andere Hobbys verfolgt, wie zum Beispiel regelmäßig zum Sport gehen oder so, ne? Und dann halt eben noch sowas wie, ne, mit YouTube und sowas, was halt eben auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und dann halt eben noch, ne, viele weitere Sachen, die man so privat noch so macht, ne, dann werdet ihr bestimmt auch wissen, dass halt eben vom Tag nicht so viel mehr da ist. Und ja, mit der Expedition geht das alles jetzt hier viel schneller voran, man braucht viel weniger Zeit, trotzdem ist es irgendwo ein Aufwand, sag ich mal, vor allen Dingen in der Anfangsphase, aber das ist nicht so schlimm. Anfangsphase geht ja vorbei, sobald man in der Dungeon-Pause ist, ist es eigentlich chillig nachher. Das ist so auch noch ein Faktor, der bei mir momentan auch eine Rolle spielt, und zwar die Zeit halt eben, ne? Die Zeit ist jetzt nicht so krank da, dass ich da jetzt nochmal sagen würde, ey, das kann ich jetzt hier ohne Probleme, kann ich jetzt hier noch einen weiteren Charakter tanken, so, ne? Und wenn ich halt eben einen weiteren Char Tryhard spielen will, dann will ich den auch richtig ballern. Ja? Also nicht so richtig ballern im Sinne von, ich gebe Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende an Euros aus, irgendwie so, das nicht. Ja? Ich will immer noch einigermaßen überschaubar sein, klar, werde ich auf jeden Fall definitiv ja, eigenes Geld einsetzen und das auch nicht wenig zum Serverstart, wenn ich richtig auf Tryhard spiele. Auf W50 hatte ich das ja auch gemacht, da hatte ich auch aus eigener Tasche neben den Sponsoring halt eben auch viel Geld ausgegeben. Aber die Leute, die halt eben wissen, oder ich sag mal, die Leute, die wissen, die ganz oben stehen und ganz oben mitspielen, die wissen, dass halt eben Sponsoring für die Top-Ränge bei weitem nicht ausreicht. So, ne? Und deswegen, ja, wird da, denke ich mal, muss ich dann halt wirklich gucken, dass erstmal in die Gilde schauen hier. Dass ich auf jeden Fall dann halt eben auch die gewisse Zeit dafür aufbringe und wenn ich so einen Tryhard-Account spiele, dann wie gesagt halt eben auch mit Herzblut und da müssen halt eben, ne, wie ihr es jetzt halt raushören könnt, viele
Faktoren zusammen eine Rolle spielen, damit ein weiterer dauerhafter Tryhard-Server bei mir zustande kommt. Und ja, das ist nicht mal eben so zwischen Tür und Angel, kann ich das nicht so entscheiden. Ja, deswegen, ja, denke ich mal, wird das noch ein bisschen auf sich dauern, ruhen lassen, so muss ich das, ne? Bis halt eben sich die Gelegenheit mal ergibt. Aber das steht halt eben noch in der Zukunft soweit geschrieben. Ne? Alles klar, Leute. Nur damit ihr erstmal soweit Bescheid wisst, ne? Weil ich auch hier und da in den Gilden mal gelesen hatte, aber jetzt hier startet er auf den nächsten Jubiläumsserver auf EU15 oder so. Ne? Also ja, klar, ich spiele auf jedem Server, aber halt eben nicht auf Tryhard. So, ne? Ja, Freunde, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wie sieht es bei euch aus? Dauerhafte Server noch weiterhin denkbar oder auch komplett abgeschrieben? Ja, würde mich auch mal interessieren. Und wenn ja, wie viele Accounts spielt ihr schon? Also bei mir reichen die 3 komplett aus. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.